Hallo und willkommen zu Woche 1, Einheit 4, Spiegelbild. Ich bin Jens Mönig und heute möchte ich dir zeigen, wie du dein erstes interaktives Programm machen wirst, ein Malprogramm mit einem kleinen Clou zum Schluss. Fang an und schau dir mal die Bewegungskategorie an. Hier findest du den Block Gehe zu. Nimm diesen Block raus und der hat so ein Menü und wähle zufällige Position aus. Jetzt, wenn du auf diesen Block drückst, geht das Objekt an eine zufällige Position. Wenn du nochmal drauf drückst, geht sie an eine andere zufällige Position. Immer wieder und wieder. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann das Objekt zur Mitte gehen. Wähle Mitte aus und drücke drauf und das Objekt geht zur Mitte zurück. Für diesen Kurs wollen wir die dritte Möglichkeit ausprobieren. Gehe zum Mauszeiger. Wenn ich jetzt drauf drücke, was passiert? Ups, das Objekt ist verschwunden. Wo ist es hin? Na, vielleicht zum Mauszeiger und der Mauszeiger ist fernab von der Bühne. Wie kriege ich das Objekt jetzt wieder zurück? Nun, ich kann es wieder zur Mitte zurückgehen lassen und draufdrücken. Und da ist es wieder. Das ist vielleicht was Sinnvolles, was wir uns merken sollten. Deswegen gehen wir zur Steuerung und nehmen hier einen dieser Hutblöcke raus. Hutblöcke sind Blöcke, die auf ein Ereignis reagieren. Und ich nehme diesen Wenn die Leertaste gedrückt Block raus und füge ihn oben an diesen Gehe zur Mitte Block hin. Dann gehe ich wieder in die Bewegungskategorie und nehme diesen Block nochmal raus. Lass ihn wieder zum Mauszeiger gehen. Er ist wieder weg. Wenn ich jetzt die Leertaste drücke oder auf dieses Skript drücke, ist der Block wieder da. Das ist etwas Sinnvolles, dass wir uns ein Skript bauen, ein kleines Programm, mit dem wir unser Objekt zurücksetzen können. Was spannend ist, wenn wir versuchen, dieses Objekt die ganze Zeit der Maus folgen zu lassen. Das heißt, hier habe ich einen Block, da geht er einmal zum Mauszeiger und jetzt will ich, dass der das immer tut. Da kann ich in der Steuerungskategorie so einen C-förmigen Block nehmen. Das ist eine Schleife. Hier heißt dieser Block fortlaufend. Wenn ich den rausziehe, kann ich den entweder unten oder oben dran machen oder ich kann ihn um einen Block rumwickeln. Hier um diesen Gehe zu Mauszeigerblock. Wenn ich jetzt drauf drücke, ist das Objekt wieder weg. Aber wenn ich es hier über diesen sichtbaren Bereich, über die Bühne ziehe, ist es wieder da und ich sehe, das Objekt folgt meiner Maus. Wenn ich jetzt, es folgt so lange, wie das Programm läuft, wenn ich auf den Stopp-Knopf drücke, folgt er wieder nicht mehr, aber das Objekt ist auch wieder weg. Und wir wissen schon, wie wir es wieder kriegen. Wenn wir einfach die Leertaste drücken, ist es wieder da. Hier können wir ein weiteres Ereignis nehmen, nämlich das, wenn die grüne Flagge angeklickt wird, und dieses Ereignis auf das Programm setzen, was unser Objekt der Maus folgen lässt. Jetzt wird dieses Programm gestartet, wenn ich diesen Knopf drücke. Probieren wir es mal aus. Ich drücke diesen Knopf, das Objekt ist weg, weil es ist da, wo die Maus ist. Sobald die Maus in den sichtbaren Bereich reinkommt, ist es wieder da. Und wenn ich Stopp drücke und jetzt die Leertaste, ist es wieder in der Mitte. Das ist nicht schrecklich interessant, oder? Lasst uns versuchen, ein Malprogramm zu machen, was interessant ist. Du hast ja schon gemalt. In den letzten Stunden hast du schon mit Winkeln und dem Malstift experimentiert. Jetzt möchte ich dir zeigen, wie du etwas malen kannst, was der Benutzer, was du selber möchtest. Dazu gehen wir in die Kategorie Stift und nehmen die beiden Blöcke Stift runter
und Stift hoch raus. Hier Stift runter und Stift hoch. Und was wir versuchen wollen, ist, dass wenn immer die Maustaste gedrückt ist, wollen wir etwas malen. Und wenn die Maustaste nicht gedrückt ist, wollen wir nichts malen. Diese Unterscheidung, ob etwas stattfindet oder ob etwas nicht stattfindet, ist auch eine Bedingung. Was wir also brauchen, ist eine bedingte Anweisung oder eine Abzweigung, sowas wie eine Weiche. Das finden wir in der Steuerungskategorie. In der Steuerungskategorie haben wir die beiden Blöcke falls und falls sonst. Falls ist, wenn nur eine Sache passieren soll, wenn eine Bedingung erfüllt ist. Und falls sonst können wir nehmen, wenn wir zwischen mehreren Varianten unterscheiden wollen. Hier wollen wir unterscheiden zwischen Malen und Nicht-Malen, also nehmen wir den Falls-Sonst-Block. Ich ziehe ihn mal raus und den können wir hier auch drumherum wickeln, um diesen Stift runter und können Stift hoch in den zweiten Fall, in den Sonst-Fall reintun. Jetzt habe ich hier eine Abzweigung. Und hier ist ein Loch und dieses Loch, dieser Schlitz, ist sechseckig. Es gibt sechseckige Blöcke in Snap. Wir finden einige davon in der Fühlen-Kategorie. Ein sechseckiger Block ist ein Block, der eine Bedingung erfüllt und entweder mit wahr oder falsch antwortet. In der Informatik sprechen wir von einem Prädikat. Hier finden wir in der Fühl-Kategorie Blöcke, die zum Beispiel den Zustand der Maus oder der Tastatur beschreiben. Hier finden wir etwas zur Mausposition und hier finden wir zum Beispiel einen sechseckigen Block, der uns sagt, ob die Maustaste gedrückt ist oder nicht. Diesen Block, Maustaste gedrückt, kann ich nehmen und in diese Falls-Bedingung reinsetzen. Jetzt, wenn die Maustaste gedrückt ist, wird der Stift abgesenkt, andernfalls geht er immer hoch. Das wollen wir dann auch immer machen, wieder und wieder fortlaufend. Du weißt schon, dazu haben wir den Fortlaufend-Block, diese Schleife. Die können wir wieder rüberziehen und um dieses Programm drumherum wickeln. Und das wollen wir auch machen, wenn immer die grüne Flagge gedrückt wird. Das heißt, dann nehme ich wieder diesen Hutblock, das Ereignis, die grüne Flagge, raus und füge es oben an die Fortlaufend-Schleife dran. Was wir jetzt hier haben, ist etwas, was neu ist für dich. 2 Skripte, 2 Programme, die beide auf das gleiche Ereignis reagieren. Wenn ich jetzt hier diesen Knopf mit der grünen Flagge drücke, dann werden beide Programme gleichzeitig ausgeführt. Schau mal, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann leuchten beide Programme auf und das Objekt folgt meiner Maus. Wenn 2 Programme gleichzeitig ausgeführt werden, nennt man das Parallelität. Diese Programme werden parallel zueinander ausgeführt. Und jetzt können wir mal ausprobieren, ob das auch funktioniert mit dem Malen. Noch folgt das Objekt nur der Maus. Wenn ich jetzt die Maustaste drücke und es bewege, oh, passiert was anderes. Es hat nur einen ganz kleinen Strich gemacht und jetzt sehe ich hier einen Schatten. Es folgt noch der Maus, aber es malt nicht mehr. Woran liegt das? Ich drücke mal auf Stopp. Das Objekt ist wieder weg. Ich kann die Leertaste drücken, es ist wieder da. Was hier passiert ist, dass das Mausdrücken und Bewegen auf dem Objekt noch eine zweite Funktion hat. Nicht nur die, die wir hier programmiert haben, sondern auch die, dass ich das Objekt damit bewegen kann. Ich kann es in die Hand nehmen, auf den Mauszeiger draufnehmen und woanders hin bewegen. Das heißt, hier streiten sich 2 Funktionen. Das Objekt woanders hinzutragen und das, was ich programmiert habe. Und was ich machen möchte ist, und das ist der kleine Trick, ich möchte, dass dieses Objekt nicht mehr greifbar ist, dass ich es nicht mehr in die Hand nehmen kann.
Und schau mal, da gibt es hier oben so eine kleine Checkbox. Da steht dran, ob das Objekt greifbar ist oder nicht. Wenn ich das hier ausschalte, kann ich das Objekt jetzt nicht mehr mit der Maus nehmen. Probieren wir es nochmal aus. Ich drücke wieder die grüne Flagge. Das Objekt folgt der Maus. Wenn ich jetzt die Maus drücke, malt es. Wenn ich sie loslasse, hört es auf zu malen. Und jetzt kann ich Dinge malen. Hier ein Haus zum Beispiel. Kann ich zeichnen. Und das funktioniert schon ziemlich gut. Ein kleines Sketch-Programm. Jetzt würde ich aber auch gerne das wieder löschen. Ich will ein anderes Bild malen. Wie kann ich das wieder löschen, was ich gemalt habe? Nun, drücke auf Stopp. In der Stiftkategorie gibt es den obersten Block, der heißt Wische. Wische ist sowas wie die Tafel zu wischen. Der macht die Bühne wieder sauber von den ganzen Malspuren. Diesen Block Wische, der wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich den in mein Zurücksetzeskript reinfüge. Da, wo auch das Objekt immer wieder zur Mitte geht. Das heißt, das können wir hier einfügen, entweder drunter oder drüber. Wenn ich jetzt die Leertaste drücke, wird es wieder gelöscht. Jetzt kann ich etwas malen, zum Beispiel einen Stern. Ich fange mal an zu malen. Ich kann auch woanders weitermalen. Wenn ich die Maus hochnehme. Und wenn ich das nicht mehr will, kann ich die Leertaste drücken und von vorne anfangen. Lass uns noch was versuchen. Interessanter wird es, wenn wir dem Stift eine Farbe geben. Hier können wir die Stiftfarbe auf etwas setzen. Das können wir hier reinnehmen. Setzen wir die Stiftfarbe mal auf Blau zum Beispiel und machen den Stift ein bisschen dicker, dass der Strich ein bisschen stärker wird. Hier haben wir den Block. Setze Stiftdicke. Und ich setze mal die Stiftdicke auf 3. Dann wird es ein bisschen dicker. Lass uns das mal ausprobieren. Jetzt sieht man schon, der Stift ist blau geworden. Und ich kann mal was malen. Kleiner Smiley. Funktioniert prima. Wir haben unser erstes kleines Malprogramm gemacht. Aber ich habe dir versprochen, dass es noch einen kleinen Clou zum Schluss gibt. Das, was ich dir eigentlich zeigen möchte, ist ja ein Spiegelbild. Also, dafür können wir das Objekt duplizieren, dass wir 2 Objekte haben. Das geht mit dem Kontextmenü, mit dem Rechtsklick. Da kannst du das Objekt duplizieren. Wenn ich das jetzt dupliziere, habe ich ein Objekt 2. Das sieht genauso aus wie das erste. Und mit diesem Objekt möchte ich rot malen. Hier setze ich die Farbe auf Rot. Und jetzt will ich das erstmal wieder zurücksetzen, dass beide in der Mitte sind. Ne? Drücke ich die Leertaste und fange an zu malen. Oh, was ist passiert? Es ist nur noch ein Objekt da, nur noch das Rote. Wo ist das Blaue hin? Moment, dem müssen wir nachgehen. Ich klicke auf Stopp, drücke die Leertaste, nur noch das rote Objekt ist da. Was könnte passiert sein? Hier sehe ich doch eindeutig 2 Objekte. Vielleicht ist es so, dass das Rote, das ich zum Schluss gemacht habe, genau über dem Blauen liegt und das Blaue verdeckt. Objekte haben auch ein Kontextmenü. Auch da wieder mit dem Rechtsklick kann ich das Objekt drehen. Wenn ich jetzt das rote Objekt drehe, schauen wir mal, ob das Blaue drunter ist. Es ist nicht drunter. Doch, hier ist es wieder. Beide Objekte sind jetzt da. Jetzt versuchen wir nochmal zu malen. Beide Objekte folgen der Maus. Und ich male eine Welle. Aber ich sehe nur einen roten Strich, keinen blauen Strich. Naja,
du ahnst es schon, wahrscheinlich haben wir das gleiche Problem. Zuerst wird der blaue Strich gemalt und dann der rote Strich direkt drüber. Das bringt uns also nichts. Wie wäre es denn, wenn das eine Objekt was anderes malt als das andere Objekt? Lass uns das mal probieren. Dazu noch mal einen Schritt zurück. Wie funktioniert das denn, dass ein Objekt überhaupt der Maus folgt? Dieser Gehe zum Mauszeigerblock geht zum Mauszeiger. Das heißt, jedes dieser Objekte hat eine gewisse Position. Die können wir herausfinden, wenn wir in die Bewegungskategorie gehen. Hier haben wir diese puzzleförmigen Blöcke, die tun was, und die runden Blöcke, die geben einen Wert wieder. Hier haben wir einen runden Block für die x-Position und für die y-Position. Und wir sehen, dass beide hier im Augenblick 0 sind. Wenn ich die jetzt bewege, merkt man, wie die x-Position nach rechts größer wird und die y-Position, wenn ich nach oben gehe. Und wo ist jetzt die Maus? Nun hier bei Fühlen, haben wir vorher schon gesehen, gibt es Blöcke, die uns den Zustand der Maus und auch sagen, wo die ist. Hier haben wir zum Beispiel was, das sagt uns die Maus-X-Position und die Maus-Y-Position. Und wenn wir das drücken, sehen wir das hier. Und dann sehe ich, dass die Mausposition sich auch verändert, wenn ich die rüberziehe. Das heißt, was wir hier machen können, ist, statt gehe zum Mauszeiger, können wir auch diesen Block rausnehmen und können ihn durch einen anderen ersetzen, nämlich durch den gehe zu X- und Y-Block. Hier sagt er gehe zu X0 und Y0, das ist quasi von vornherein drin. Wenn wir jetzt wollen, der soll immer zur Maus gehen, können wir sagen, gehe immer zur Maus-X-Position und immer zur Maus-Y-Position. Und jetzt macht er das Gleiche. Was wir hier gemacht haben, ist, einen Block, den gehe zum Mauszeigerblock, ersetzt durch einen anderen, gehe zu XY und da jeweils die Werte der Maus reingenommen. Das ist das, wie es eigentlich funktioniert. Und dieser Block ist, was wir sagen, eine Abstraktion. Eine Abstraktion ist, wenn wir etwas, was eigentlich komplexer ist, ersetzen durch etwas, was einfacher und praktischer zu benutzen ist. Umgekehrt, was wir gerade gemacht haben, ist, einen Block ausgetauscht durch einen anderen, der das Gleiche macht, uns aber eine weitere Möglichkeit gibt. Und das ist ein anderes tolles Wort, das heißt refaktorieren. Also 2 tolle Begriffe gelernt, Abstraktion und refaktorieren. Was können wir jetzt mit diesem refaktorierten Programm machen? Machen wir zunächst mal das Gleiche für unser rotes Objekt. Gehen wir auch dahin, tauschen den gehe zum Mauszeigerblock aus mit gehe zu X und Y, setzen hier jeweils den X-Wert ein und den Y-Wert. Hier sehen wieder beide Programme gleich aus und beide malen nach wie vor die rote Linie, beziehungsweise der eine malt die blaue Linie und die rote Linie wird drüber gemalt. Wie können wir es jetzt machen, dass das Rote was anderes malt? Nun, wir könnten den zum Beispiel wenn die Maus nach rechts geht, nach links gehen lassen. Hierzu können wir zunächst mal diese ganzen Monitore, wie wir das nennen, wieder verbergen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz auf der Bühne. Jetzt gehe ich zu Objekt 2 und möchte, wenn die Maus nach rechts geht, dass dann das Objekt nach links geht. Und der Clou, der Trick, wie wir das machen können, ist, wenn wir das hier, was eine Zahl ist, diese Zahl einfach umdrehen. Umdrehen können wir das, wenn wir zum Beispiel den Minusblock rausnehmen und sagen, das soll nicht die x-Position sein, sondern 0 minus die x-Position. Das soll das sein, wo das Objekt 2 hingeht.
Dadurch haben wir eine Reflexion gemacht, eine Spiegelung. Probieren wir das mal aus. Ich drücke die Leertaste und lösche, was da ist. Drücke auf die grüne Flagge. Ah, schau mal. Das blaue Objekt folgt der Maus und das rote Objekt spiegelt, was die Maus macht. Damit können wir jetzt interaktive, tolle Bilder malen. Was wir hier gemacht haben, ist ein Beispiel für Reflexion, ein Spiegelbild malen. Und ich bin schon ganz gespannt, auf welche Ideen du kommst jetzt. Und wir haben auch eine interessante Aufgabe für dich und wir sehen uns im Forum.